Das ist Professor Raphael Muri, Experte für autonomes Fahren. Heute ist für ihn ein besonderer Tag, denn hier in Regensdorf will er heute etwas testen, was er noch nie getestet hat. Wir probieren ein selbstfahrendes Auto aus. Für mich ist speziell, dass ich das tatsächlich mal einmal so im öffentlichen Verkehr mitfahren kann. Weil wir testen so Fahrzeuge auch bei uns auf dem Testgelände. Und das ist natürlich eine geschützte Umgebung. Und jetzt hier kommen möglicherweise Überraschungen, Velofahrer, Fußgänger, andere Verkehrsteilnehmer. Das Projekt JAMO ist noch im Versuchsstadium. Deshalb sitzt hinter dem Lenkrad noch jemand, der im Notfall eingreifen kann. Die Fahrt absolviert das Auto selbstständig. Und so ist Raphael Muri nun auf seiner allerersten automatisierten Fahrt auf öffentlicher Straße. Das Losfahren finde ich sehr angenehm. Also er wartet nicht zu lang und fährt recht bestimmt los. Das Auto hat eine definierte Strecke, die es automatisiert abfährt. Dabei reagiert es selbstständig auf Situationen im Straßenverkehr. Jetzt davor sind wir gespannt, was er da macht. Das ist sicher nicht eine normale programmierte Situation. Praktisch wie wir auch das machen würden. Analysiert, gesehen, das ist ein Hindernis, kann ich umfahren, es kommt nichts entgegen, Blinker gesetzt, nebendurch gezogen. Tipptopp. Da bei den Rechtsabbiegern das Einspuren, von mir aus gesehen, dürfte ich noch so einen Tick flotter machen. Er ist aber schon sehr defensiv unterwegs. Also jetzt vorhin zum Beispiel bei der Ampel, wo er eine Wagenlänge vor dem Strich anhaltet, würde jetzt ich normalerweise, wenn ich so jemanden vorne dran hätte, schon ein bisschen nervös. Sicher fühlt sich der Experte trotzdem. Das Fahrzeug ist überzeugt, bestimmt unterwegs. Das heisst, es steht nicht irgendwo an einer Kreuzung her und studiert zuerst mal 5 Minuten, bis es losfahren will. Man merkt, dass das Fahrzeug auf Sicherheit programmiert ist, definitiv. Also es fährt sehr ruhig, fährt sehr zurückhaltend. Checkt vorher ganz gut ab, bevor es wieder beschleunigt. Verglichen mit einem menschlichen Fahrer einfach wirklich so ein bisschen das Zögern während dem Fahren, das würde mich jetzt noch so ein bisschen stören. Wenn eine Einfahrt kommt zum Beispiel oder eine Strasse von der Seite, dann ist die Maschine so programmiert, dass sie zuerst 100% abcheckt, dass dort hier nichts kommt, dass niemand rausfährt. Und als Mensch würde ich dort hier einfach parat sein, aber ich würde nicht durchziehen. Und das Fahrzeug merkt man schon, verlangsamt, checkt ab und gibt erst wieder Gas, wenn die Situation 100% sicher ist. Aber jetzt zum Beispiel wie hier bei dieser Einfahrt, wo man ja sieht, da ist weit und breit nichts und er bremst einfach mal ein bisschen ab. Auch jetzt in dieser verengten Kreuzungssituation als normaler menschlicher Fahrer wären wir jetzt dort hier einfach durchgezogen. In China und in den USA ist die Technologie, die momentan auf Schweizer Straßen getestet wird, längst unterwegs. Das aber nicht immer erfolgreich, denn oft zählt in diesen Ländern Schnelligkeit. Risiken und Fehler nimmt man in Kauf. In der Schweiz ist man vorsichtiger und darum auch etwas langsamer. Außerdem sehen die Projektverantwortlichen die Anwendung anders. Statt auf Innenstädte fokussiert man sich hier auf die Agglomeration. Wir glauben, das ist das optimale Einsatzgebiet für automatisierte Fahrzeuge der Zukunft. Im Moment ist es so, dass die Branche oder der Markt so die Robotaxis im Blick hat, die grossen Städte.
Aber wir glauben, gerade in unseren Schweizer Städten, die wir eng gebaut sind, die so teilweise ein bisschen mittelalterliche Präge haben, wo wir einen schwachen ÖV haben, führen die Fahrzeuge wie zu mehr Verkehr. Oder es ist dann wie im Stau und sie bringen gar nicht so viel Mehrwert. Ich glaube aber, gerade in einem Gebiet wie hier können sie wirklich einen grossen Beitrag leisten und auch ein bisschen das Gegengewicht schaffen zu dem klassischen Robotaxi-Uber-Case und sagen, hey, es gibt auch andere Wege. Momentan ist das Projekt in der zweiten Phase, dem Testen. In der dritten und letzten Phase soll es dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, damit sie es ausprobieren kann. Bei uns der Begriff Riding is Believing. Vorher ist wie oft eine große Skepsis, eine Unsicherheit. Wenn man dann drinnen gehockt ist, dann ist es wie so klar, ach krass, das geht ja wirklich. Und dann steigt man aus dem Fahrzeug aus und dann beginnt eine coole Diskussion. Weil vorher ist die Diskussion oft, ja, das kommt ja nicht, nein, es funktioniert ja eh nie. Und danach ist man drinnen gefahren und merkt, wow. Und deswegen verstehen wir das Projekt auch so ein bisschen als Plattform und als Leuchtturmprojekt für die Schweiz, wo wir wirklich auch Leute einladen wollen, dass sie das erleben können und man gemeinsam mit uns diskutieren. Und darum geht es eigentlich im Kern. Raphael Muri zumindest haben die Projektverantwortlichen schon überzeugt. Das hat mich schon noch erstaunt, wie gut das Auto das gemeistert hat. Die Gruppenkinder kennt. Jeder, der Auto fährt, weiss, ein Gruppenkind am Strassenrand, das ist unberechenbar, da schießt plötzlich eins raus. Und da muss man wirklich parat sein. Und das Auto ist wirklich sehr ruhig, dort hier nebendurch. Und ich bin überzeugt, wenn etwas wäre gesehen, dann hätte das Fahrzeug auch anhalten und es hätte keinen Unfall gegeben. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte verlassen Sie umgehend das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist so programmiert, dass es wirklich sicher unterwegs ist. Es hat hier heikle Situationen gut gemeistert und ich muss sagen, an einem gemütlichen, ruhigen Tag würde ich genau so auch unterwegs sein. An einem stressigen Tag wäre ich vielleicht ein bisschen spritziger unterwegs, aber eigentlich tipptopp. Die Strassenführung ist halt wirklich, da merkt man, das ist programmiert. Das heisst, das Fahrzeug fährt schön in der Mitte, haargenau in der Mitte. Ich würde tendenziell zum Beispiel beim Abbiegen noch so ein bisschen zutun, nicht, dass ich plötzlich ein Velo nebendran habe. Dann merkt man so kleine Nuancen, die noch ein bisschen anders sind. Also als Technikfreak bin ich natürlich super happy nach so einer Fahrt, weil man sieht, wie das funktioniert, wie man damit arbeiten kann, wie man das handeln kann. Und das hat wirklich gefällt. Wann das Projekt öffentlich startet, ist noch offen. Geplant ist es für dieses Jahr. Dann braucht es auch keinen Aufpasser mehr hinter dem Lenkrad. Die Überwachung der Robo-Autos erfolgt ab diesem Zeitpunkt von einer Zentrale aus, die in brenzligen oder unklaren Situationen eingreifen kann.